willkommen zu einem neuen Teil Puring mit Nadine. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute will ich euch unbedingt was zeigen. Mein Mann hat mir eine riesige Wanne gemacht aus Alu mit Edelstahlschienen. So kann ich jetzt ganz individuell, bis zu 9 Auflagen habe ich jetzt, kann ich ganz individuell mehrere Bilder in Reihe oder eine riesengroße Leinwand und mir läuft nicht mehr immer alles über den Tisch. Hier nochmal ein Bild der vorherigen Wanne. Die war deutlich kleiner. Also das hat er wirklich wunderschön gemacht. Ich schiebe mal kurz, also ihr könnt es hier sehen, ja, ich kann die rausnehmen, ich kann sie einsetzen, ich kann sie beliebig versetzen, ja, und das möchte ich jetzt dann auch gleich nutzen. Wir werden mit 3 Leinwänden jetzt einen Dutch Pour machen. Die Farben, die ich verwende, ist heute Amsterdam, Marunton und Grünblauton, Neoacryl Silber und als Hintergrundfarbe von Neoacryl das Titanweiß. Und Puring Medium ist heute ausschließlich der Vinylkleber Artist Junior Weiß von Gerstecker. Ich habe jetzt kein weiteres Puring Medium reingemischt, nur etwas destilliertes Wasser. Die Anleitung findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, jetzt guckst du erstmal, wie der so eine riesen Wanne mit, ich weiß nicht, fast 1,50 Meter auf knapp 90 cm auf das kleine Display von der Kamera kriegst, ohne dass du sie ans andere Ende vom Raum stellen musst. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Ich habe die Farben schon vorbereitet und angemischt und jetzt geht es dann gleich los. Ich freue mich, wie gesagt, riesig, den ersten Testlauf mit euch zusammen. Ich richte mir das Ganze jetzt schön aus. Wie ihr seht, es funktioniert wunderbar. Was ich da schaue an den Ecken, ist immer die Bespannung der Keilrahmen, damit es in die gleiche Richtung zeigt, gerade bei Zweifach- oder Dreifach-Motiven. Wie immer habe ich meine Leinwände mit den Keilen gespannt, habe sie abgeklebt und die großen Pins dran gemacht. Ich habe dann doch noch etwas Silikonöl von der Firma Kreuel in meine Farben gemacht. Und zwar 2 bis 3 Tropfen. Einmal in den Becher mit dem Amsterdam Rot und 2 bis 3 Tropfen in den Becher mit dem Amsterdam Blau. So, jetzt geht es aber los mit dem Puring. Erstmal mit der Untergrund- oder Hintergrundfarbe. Die verstreiche ich mir erst etwas, schwenke dann und sorge dafür, dass auch alle Kanten gut bedeckt sind. Mit dem Brenner entfernen wir dann noch die Luftbläschen und es ist immer so, ich weiß nicht warum, ich habe immer irgendwelche Flusen auf meiner Leinwand. Vielleicht liegt es daran, dass ich da unten noch immer einen Heizlüfter habe. Ich drehe ihn zwar weg, aber ja, es ist wieder was drauf. Das nehme ich dann gleich raus, kann ich euch auch nur empfehlen, weil gerade bei weißen Untergrundfarben, das seht ihr nachher, wenn das auftrocknet, wirklich raus. Ich starte jetzt mit dem Silberton. Jetzt kommt der Blau-Grünton. Ich schaue immer noch mal, bevor ich die Farben anwende, ob sie nicht noch mal nachgezogen haben und dicker geworden sind. Deswegen seht ihr immer, ich rühre und lasse das noch mal runterfließen, schaue, ob sie dünn genug sind und auch ähnlich von der Konsistenz, damit sie sich gleichmäßig verteilen. Jetzt kommt wieder mein Föhn zum Einsatz. Das ist jetzt wieder hochkant. Ihr seht, ich habe immer noch keine andere Düse. Das mit dem Abkleben hat nicht wirklich funktioniert. Also werde ich erstmal so weiterarbeiten. Wenn da einer einen Tipp hat, wo man eine andere Düse herkriegt für diesen Föhn, die da wirklich drauf passt und in die andere Richtung zeigt und nicht in 2 Richtungen bläst, wenn man sie waagerecht hält, gerne unten in die Kommentare. Ich habe euch jetzt mal eben auf die Hand genommen. Schaut mal, das hat doch super geklappt. Also in Reihe und das ist echt schön. So kann man richtig gut darauf arbeiten. Klasse. Oh, danke Schatzi. Das ist super.
Ja, also ich werde jetzt, das ist so im Übergang ja alles recht gut geworden. Nur das Eckchen hier da, das gefällt mir noch nicht, da werde ich jetzt noch ein bisschen nacharbeiten. Der Rest ist perfekt. Ich gehe jetzt auch nicht mehr mit dem Brenner drüber, weil ihr seht, das Silikon hat hier schon ziemlich gearbeitet, obwohl ich es nicht erhitzt habe. Achso, Föhn übrigens immer auf kalter Stufe. Ja, also, es funktioniert. Mein Mann hat es perfekt durchdacht. Also, ja, das hat er wirklich gut gemacht. Und ich habe die ganze Sauerei jetzt in der Wanne und nicht mehr auf meinem Tisch. Das ist echt super. Ja, aber ich muss euch enttäuschen, man kann sie leider nicht kaufen. Die gibt es nur einmal. Ja, aber die Zellen, das, was hier entsteht, ist auch echt schön. Guck mal, wie das rauskommt. Also die Amsterdam-Farben, die leuchten immer sehr stark. Die haben eine sehr hohe Pigmentierung. So kommt das dann raus. Ja. Sehr, sehr schön. So, jetzt arbeite ich das noch nach hier, weil ich finde, da fehlt ein bisschen der Zusammenhang. Ja, und weiter geht's. So. Wir nehmen das kleine Gebläse. Das hat so einen USB-Anschluss. Könnt ihr einfach einstöpseln. Ich möchte ja das Eck hier noch ein bisschen ausfüllen, deshalb träufle ich mir noch mal etwas rote Farbe drauf. Und ein bisschen von dem Silberton. Es soll ja nicht zu dunkel werden, es soll ja zu der gegenüberliegenden Seite passen. Probiere es jetzt erst mit dem Aufsatz und den nehme ich jetzt aber gleich ab. Den könnt ihr einfach abklipsen und dann bläst das etwas großflächiger und ihr seht, das funktioniert sehr gut. Das sollte übrigens heißen, ich bin damit sehr zufrieden. Wenn ihr schon Videos von mir gesehen habt, wisst ihr, dass ich unheimlich gerne mit diesem Schaschlik-Spießchen noch die Kanten ausfranse. Auch das mache ich jetzt hier bei diesen Motiven wieder. Das könnte ich stundenlang machen. So sieht das jetzt aus. Ist doch schön geworden, oder? Ich weiß, das Foto ist nicht optimal, aber ich wollte es euch unbedingt schon mal zeigen, wie es aussieht als Dreier-Set. Da ich mich ja so über meine schöne große neue Wanne freue, habe ich euch jetzt doch noch ein paar Fotos und ein kleines Video dran gehängt. Vielleicht habt ihr ja auch jemand im Bekannten- oder Freundeskreis, der Metallbauer ist und euch da tatkräftig unterstützen kann. Also mein Tisch, der ist ja recht groß. Der hat jetzt, glaube ich, 2,40 Meter oder so. Wir haben den etwas hochgebockt, damit ich eine bessere Arbeitshöhe habe. Ich hatte eine kleine Wanne. Und für die meisten Bilder, die ich jetzt mache, war sie einfach zu klein. Und damit ich nicht immer alles voll klecker, hat mein Mann mir diese wunderschöne Wanne gebaut aus Alu und Griffe dran gemacht, dass wir sie runterheben können. Er hat mir hier so schöne Auflageschienen gemacht aus Edelstahl. Die kann ich jetzt hier beliebig einsetzen. Ich kann sie verschieben. Das heißt, ich kann jetzt riesige Leinwände machen, wirklich von da bis da. Ich habe es jetzt gar nicht mehr nachgemessen. Ich glaube, wir haben knapp 1,50 Meter auf fast 90 cm. Also es ist wirklich schön groß. Und er hat mir 9 solche Auflagewinkel gemacht. Und dadurch kann ich jetzt individuell mehrere Bilder nebeneinander oder eine Riesenleinwand. Also jetzt kann ich ganz flexibel arbeiten. Also ich freue mich da riesig drüber. Und dieses riesengroße Ding wiegt jetzt gerade nicht so viel wie vorher diese kleine Edelstahlwanne. Die war wahnsinnig schwer. Schön, dass ihr mich wieder begleitet habt auf der Entdeckungsreise des Purings. Es kommt jeden Samstag ein neues Video für euch raus, immer um 8 Uhr. Schaut gerne auch mal in meine Playlist, da gibt es schon einiges zu entdecken inzwischen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Macht's gut, bis dann, eure Nadine.